Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, was soll ich sagen? Unsere Nacht war eine echte Katastrophe. Es war sehr stürmisch, das ganze Wohnmobil hat gerüttelt und geschüttelt und dadurch haben wir gar nicht gut geschlafen. Aber eine gute Nachricht, wir haben gestern die ersten Nordlichter gesehen. Waren wohl kein heftiger, aber es sind Nordlichter, würde ich sagen, wa? Ja, Ersten in der Pocket. Jetzt würden wir uns gleich auf den Weg zum Strand machen. Mal gucken, wie es da ausschaut. Dann schauen wir uns noch mal weiter die Gegend hier an. genau. Dann müssen wir heute noch einkaufen Ja, und dann versuchen wir heute noch die Insel, ja, Varadoi. Vadoi. Oder? Ja. Und dann versuchen wir heute noch Vadoi zu erreichen. Dann trinken wir unsere Kaffee leer aus unserer Nordkap-Tasse, die wir uns letztes Jahr auf unserer Reise gekauft haben. Und dann geht es auch sofort weiter. Wir starten aber mit noch ein paar Bilder von die Polarlichter von gestern Abend, die wir euch nicht vorenthalten möchten. Am Strand angekommen, kämpfen wir uns gegen den Wind, schauen wie die meterhohe Wellen auf die Felsen schlagen und genießen die Zeit, die wir hier gerade verbringen. Unsere Don hat seinen Spaß am Strand auch. Nur auch für ihn ist das Wasser zu kalt. Der möchte noch nicht mal rein. Das ist ungewöhnlich für ihn. Und dann sehen wir auch schon unsere erste Königskrabbe. Und nein, diese ist nicht in der Topf gelandet. Gestern stand es hier noch voll mit Wohnmobilen, jetzt sind die aber alle verschwunden. Weiß nicht warum, komisch. ich bin dann trotz des heftigen Sturms noch diesen Hügel hinaufgelaufen, um eine noch bessere Sicht auf die Barentssee zu bekommen. Fühlte mich aber irgendwie sehr beobachtet. So, jetzt verlassen wir auch diesen stürmischen Stellplatz. Die Russen haben uns in Ruhe gelassen heute Nacht. Ja, Aber, der Sturm nicht. aber alle sind weg. Nur gerade ist ein Auto gekommen.
Nur komisch, dahinter sieht man die Russetürme schon stehen. Jetzt erreichen wir die König Oskar II. Kapelle. Diese diente im 19. Jahrhundert nicht nur religiösen Zwecken, sondern auch als Grenzposten. Die Nähe zur russischen Grenze machte sie zu einem strategischen Ort in einer geopolitisch sinnvollen Region. Durch ihre Präsenz unterstrich Norwegen seine Souveränität in einer Zeit, in der die Grenzlinien zwischen Nationen noch nicht vollständig gefestigt waren. Besucher können die Kapelle besichtigen und sich über ihre Geschichte informieren. Im Sommer werden oft Führungen angeboten, die Einblicke in die Vergangenheit der Region geben. Leider war sie heute geschlossen. Die russische Grenze ist von der Kapelle aus gut sichtbar, was das Gebiet zu einem faszinierenden Ort macht, um die Geschichte der Beziehungen zwischen Norwegen und Russland zu erleben. Wir sind jetzt am Strand angekommen. Im Hintergrund sieht man den Grenzposten von Russland. Da der Weg zum Sandstrand abgesperrt ist, gehen wir zurück zum Wohnmobil. Bevor es weitergeht, genießen wir noch einen Rundblick auf diese wunderschöne Landschaft. Jetzt geht es über diese 20 Kilometer lange, holprige Piste zurück. Vorbei kommen wir noch an einen russischen Grenzpfahl und noch einen Aussichtsturm, der nicht besetzt ist. Auch hier müssen wir natürlich einen Stopp machen. Hier läuft die Grenze mitten durch den Fluss. So nah wie hier werden wir die russische Grenze definitiv vorläufig nicht mehr kommen. Your voice so soft and strong. My husband all alone. Our love's a steady song. And I lay down everything, every part of me. I'm yours. Through everything, here we stand, hand in hand, I'm yours. I've waited for a love that outlasts time. Die erste Soldat. Praying for a soul that betters than
wir waren nicht im Quad unterwegs. knew it from the start. Wir stehen hier jetzt an der Grenze Storskog. Als Teil der Schengen-Zone ist Storskog der einzige Punkt, an dem Menschen und Güter zwischen Russland und Norwegen legal passieren können. And I laid down everything, every part of me. I'm yours. Jetzt erstmal fürs Frühstück und Abendessen einkaufen. Natürlich müssen diese leckeren Zimtschnecken auch mit. Da es heute Abend Fischbrötchen gibt, brauchen wir noch Remoulade und Brötchen. Wir wollten an dieser Stelle mit Blick auf das Wasser frühstücken. Nur leider werden wir durch einen sehr freundlichen Mann von der Hafenpolizei weggejagt. But I know they're never wasted, 'cause I've locked them in my mind. The colors were so vivid, like an oil-painted sky. Memory imprinted, you could see it in my eyes. Oh, have you ever seen colors burst with sound to make a melody? Oh, would you ever bring back the time? Weiter geht es über die E75 Richtung der Insel Verdøya. Es handelt sich hier um die Landschaftsroute Varanger. Hinter diesem Tunnel erreichen wir dann auch die Insel Verdøya. Hier beenden wir dann auch dieses Video. Im nächsten Video wird es spannend und gefährlich. Wir besuchen den Hexenstuhl bei Sturm und steigen in eine alte Bunkeranlage aus dem Zweiten Weltkrieg ein. Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren. Auch über einen netten Kommentar freuen wir uns sehr.